Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Herzenstore öffnen Podcast mit euch, mit mir und der lieben Biene. Hallo Benny. Hallo Biene, schön, dass wir wieder da sitzen. Ja, lange ist her. Ja, Es ist sehr lange her und jetzt ist eine Woche vergangen seit unserem Festival. ja, Wir haben ja schon mal im früheren Podcast darüber gesprochen, dass das eigentlich unser energetischer Höhepunkt ist im Jahr. zweimal. Mhm. Und ich wollte dich fragen, wie geht's dir heute? Wie ging es dir vorher? Wie ging es dir während des Festivals? Und wie geht's dir heute? Also heute geht es mir gut. Es ist jetzt eine Woche her und heute geht es mir gut, sonst würde ich jetzt nicht mit dir hier sitzen und den Podcast Ja. machen. Aber vielleicht ist es auch mal ganz gut, einfach da anzufangen, wo die Vorbereitungen beginnen. Das ist ja schon ganz, ganz lange vorher. Also das beginnt eigentlich schon. Im Grunde genommen kann man sagen, die beiden Festivals im Jahr brauchen auch ein Jahr Zeit in ihrer Vorbereitung. Und das eine sind einfach Vorbereitungen, die man treffen muss, was Produkte betrifft, Sachen aussuchen, ob sie einen gefallen, wie das Material ist, ob es zum Energetisieren geht und so weiter. Aber von dem möchte ich jetzt gar nicht so sprechen, sondern wenn dann meine Vorbereitung beginnt. Und die beginnt eigentlich immer dann, wenn das Festivalprogramm entsteht. Also das ist dann wie so eine Öffnung, eine Schleuse. Und ich weiß das dann schon immer vorher. Also wenn ich jetzt anfange, das energetische Thema zu channeln, also die Grundenergie vom Festival, ab dem Tag an beginnt meine intensive Vorbereitung eigentlich. Und das ist schon wirklich sehr, sehr viel. Also ich glaube jetzt mal, dass die wenigsten Menschen sich vorstellen können, was es für ein energetischer Aufwand ist, so ein Festival vorzubereiten. Also einmal auch von der geistigen Welt, also nicht nur von mir, sondern auch von der geistigen Welt, aber schon auch von mir. Und ja. Ja, vielleicht muss ich noch erwähnen, für die, die hier ganz neu sind, das Festival sind 3 Tage intensives Seminar im Prinzip. Ne? Das kann man am besten verstehen. Intensive Channelings und Erklärungen deinerseits immer themenbezogen. Und das letzte Festival war unter dem Motto Vergebung. Vergebung. Und es war ein außergewöhnliches Festival mit einer außergewöhnlichen Energie. Es war eine neue Energie. Das ist immer dann nochmal etwas intensiver in der Vorbereitung, wenn eine neue Energie kommt. Und also vielleicht sollte ich das auch mal so ein bisschen erklären. Grundsätzlich als Medium, ich meine, ich mache es jetzt schon lange, weiß ich natürlich ganz viel. Und ich kenne auch viele Energien, noch bevor sie überhaupt genannt werden und weiß, dass sie irgendwann zu uns gebracht werden. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich mich mit jeder Energie, die es im Universum gibt, auch intensiv beschäftige. Also es ist eigentlich so wie in der Jetzt-Gegenwart. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit den Energien, die gerade uns überbracht werden. Und das ist schon sehr viel. Ja, womit du ja immer recht gut zu tun hast schon. Genau. Und deswegen habe ich auch gar nicht die Zeit, also jetzt so bestimmte andere Energien genauer abzufragen oder was ist dabei zu beachten oder wie erklärt man es den Menschen mit menschlichen Worten. Und bei Vergebung, Magena, das sind die Töne, das ist die eigentliche Vergebungsenergie, wusste ich, dass es etwas ganz Besonderes ist. Ich wusste aber auch, dass das intensiv wird in der Vorbereitung, weil ich wusste, dass ich das den Menschen nahe bringen muss. Also mit meinen Worten. Also die Channelings, das ist das eine und wie ich finde, sind es wunderschöne Channelings, wo man viel Energie spürt. Die Menschen sind aber auch in einem anderen Zustand bei einem Channeling. Da geht es mehr ums Fühlen als wie um die direkte sprachliche Aufnahme, also um die Botschaft selber, die ist natürlich auch wichtig, aber es geht halt viel drum bei Channelings, was fühlt man, wie fühlt man sich, ja, das kommt halt, man ist halt in so einem
Zustand, der jenseits des Verstandes ist, sagen wir es mal so. Und dann kann man vielleicht auch nicht alles so aufnehmen, was die geistige Welt sagt. Und dann ist es meine Aufgabe, mit meinen Worten die neue Energie zu erklären. Und so zu erklären, dass die Menschen, dass es sie berührt, also dass sie es nehmen können. Und das ist dann eine der intensivsten Vorbereitungen. Weil das muss ja, ich darf ja nichts verändern. Also ich darf jetzt nicht irgendetwas, also wie sich das vielleicht manche so vorstellen, es kommt eine neue Energie oder überhaupt eine Energie und ja, Sabine Sangita spricht halt mal darüber. Das darf ich gar nicht. Also es muss genau so sein, es muss den Tönen des Universums entsprechen und muss aber trotzdem dann mit meinen Worten so rübergebracht werden, dass eben nichts verändert wird und die Menschen trotzdem alles verstehen oder fast alles verstehen. Das ist eine sehr intensive Vorbereitung. Und es geht ja auch weit über das Verstehen hinaus. Es bezweckt ja etwas, ne? Ja, natürlich. Dass es ins Bewusstsein der Menschen ganz tief Genau. einrückt. Also jede Energie bezweckt etwas. Es gibt keine Energie, die einfach nur da ist. Das machen sich viele Menschen nicht bewusst. Aber jede Energie hat genau wie jedes Lebewesen ihre eigene Aufgabe. Und eine neue Energie, die also neu im Sinne von, dass sie auf einen Planeten gebracht wird, ist auch für eine Energie etwas ganz Besonderes. Und möchte natürlich tief ins Bewusstsein der Menschen eindringen, hört sich jetzt nicht so gut an. Gell? Ja. Also ja, eine Anwendung finden, ne? Genau, Anwendung finden. Ja, man hat ja auch schon mitbekommen vor dem Festival, ne, wie es dir dann teilweise gegangen ist. Du hast es dann erklärt und habt ihr das verstanden, kann ich es so sagen? Und das war ja schon ein großer Prozess für dich, ne? Ja, und das ist auch manchmal für Heiko nicht so einfach. Weil der ist ja dann bei den Vorbereitungen, also nachts nicht, wo ich die Hauptvorbereitung mache, aber dann tagsüber in dieser Phase der intensiven Vorbereitung geht es ja um nichts anderes. Und er ist dann dem ich dann das erzähle und er sagt mir dann, ob er es verstanden hat oder stellt mir Fragen. Und ich weiß jetzt noch, wo das jetzt, diese neue Energie mit Marginal, mit der Vergebung, ich habe mich so schwer getan, diese menschlichen Worten, also dieses Universelle in menschlichen Worten aufzubauen, ohne irgendetwas zu verändern. Und habe es nach intensiven Nächten für mich, finde ich, geschafft und habe es dann Heiko erzählt. Und dann hat Heiko irgendwann mal gesagt, also das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Und das war, weiß gar nicht, was da in mir passiert ist. Das war so ich kann nicht sagen schlimm, aber das hat irgendwas in mir getriggert oder ich kann es gar nicht so genau sagen. Auf jeden Fall habe ich dann so wie so kleines Mädchen beleidigt reagiert und habe gesagt, dann frag selber nach. Und habe mich aber dann entschuldigt. Und ja, du hast ja auch Nächte davor nicht wirklich viel geschlafen. Ne? Das war ja auch so ein sehr gut wie gar intensiver nicht. Prozess. Ich habe ein paar Nächte, ich glaube insgesamt 5 Stunden geschlafen. Nee, entschuldige mich dann auch. Und er weiß das auch und Heiko geht sowieso super damit um. Und er sagt ja dann auch oft, er fragt oft dann auch Sachen, wo er glaubt, dass Menschen fragen würden. Und das ist ja auch genau richtig. Aber in den einen Augenblick war das einfach, also das war... Ja. Ja, hast dir einfach so viel Mühe gegeben die ganze Zeit und dann sowas, ne? Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was die Schwierigkeit für dich ist. Ich meine, wenn du nachts dort sitzt, liegst und in deiner Vorbereitungsenergie bist oder stehst Geh oder gehst,
hast du ja auch mal gesagt, dass du dann in einem völlig anderen Zustand bist Ja. und dort auch Informationen bekommst, aber da ist dein Verstand nicht wirklich mit dabei. Das ist ein anderes, höheres Bewusstsein, Ja. was da. Und Ja. dein Problem ist, das dann zu übersetzen in diese ganz menschlichen Genau. Sprache. Genau. Also du musst dir vorstellen, dass das Universum besteht ja aus Tönen, die nicht unserer menschlichen Sprache also identisch sind. Das sind wie Magenar, das kennt keiner. Aber im Universum sind das halt diese Töne. Und mit mir wird, wenn ich jetzt kein Channeling gebe, beim Channeling ist was anderes. Also wenn ich jetzt beim Schritt was mache, dann ist es anders. Aber jetzt, wenn ich nächtelang arbeite und praktisch mit dieser Kommunikation in dem Universum ist es eine universelle Sprache. Also das sind Töne, die ich werde überschüttet mit Tönen und muss dann auch irgendwann mal selber erst sortieren. Also das ist schwierig und dann, wenn das dann so in dieser Vorbereitungsphase zu Ende geht, kommt ja schon das Nächste, dass sich eben dieser kollektive Lichtkörper aufbaut. Also ich schaue mir dann ganz, ganz viele, erstmal vor der Zeit noch, ganz viele Lichtkörper an. Und dann kommt eben vor dem Festival die Zeit, wo sich der kollektive Lichtkörper aufbaut und wo die Festivalvorbereitung beginnt für die Leute. Und da ist es bei mir jetzt wieder nicht das Universelle. Also da geht dann wirklich als Sangetai mit, als Medium. Also ich helfe bei der Erdung oder beim Einbetten oder Also das Wirken für die Teilnehmer der 3 Tage genau. beginnt schon viel, viel früher als Genau. erst an den 3 Tagen. Genau. Und kannst du das Genau. eigentlich auch, also wenn jemand das Programm liest, ist der schon in der Vorbereitung oder geht die richtige Vorbereitung immer erst ein bisschen später los? Ja, das ist unterschiedlich. Also das Kollektiv ist nicht immer gleich groß. Also da geht es ja auch um die Absicht. Also möchte jemand dabei sein oder nicht. Und da kann ich auch mal gleich auf das eingehen. Ich habe das ja ein bisschen bei Facebook geschrieben, was da so geschieht oder was ich so mache. Und da war dann jemand, der geschrieben hat, ich soll aufhören damit. Und das ist ja an sich überhaupt kein Problem. Ja, wenn jemand das nicht möchte, das nehme ich weder persönlich noch berührt mich das. Also können wir es mal kurz stopp. Du gibst energetische Behandlung für viele Menschen, gerade für deine Kunden, die Genau. Schritte gehen und Genau. so weiter und so fort. Und machst das und in letzter Zeit hast du halt immer etwas dazu geschrieben, Genau. was du so tust. Ich habe das vorher schon immer gemacht. Genau, aber hast nie was dazu gesagt. Jetzt hast du damit angefangen und die Leute wissen, dass du sie nachts behandelst, wenn sie das wünschen. Habe halt gemerkt, dass sie sich freuen, wenn ich ab und zu mal was schreibe. Was ja auch so ist. Ja? Also definitiv. Dass sie wissen, was passiert. Genau, richtig schön. Mhm. Das bringt es ja noch viel, viel näher. Und dann war kam das halt dieser eben. Kommentar, ne? Genau. Und also an sich ist es wirklich, und das sage ich aus der Tiefste meiner Seele, überhaupt kein Problem. Mir ist das ja egal. Also das ist mir ja Das wirklich ist ja ein egal. Angebot, das man nehmen kann genau, oder auch lassen kann. Ne? Ich mach nicht. Was die Frau halt gemacht hat, glaube ich, was die meisten von der großen Lichtfamilie ein bisschen getriggert hat, sie jetzt ein bisschen falsch formuliert. Hätte sie gesagt, bitte Sangetai, mir wird das zu viel, aber hör auf damit, das hat sich halt ein bisschen War ein bisschen schroff im Ton genau, vielleicht. Ne? Und ich glaube, deswegen haben die Menschen auch so reagiert. Ja. Sie haben jetzt nicht reagiert, weil das jemand nicht will, sondern Nee, natürlich weil nicht. weil Also das eben ist der Kommentar so war. Aber für mich halt dann schwierig, weil ich habe da noch irgendwas auch in mir drin vom Forum damals. Also viele neue Kunden wissen das nicht, aber es hat mal lange Zeit ein Forum gegeben, wo ich auch immer wieder was geschrieben habe und das war manchmal schon sehr schwierig und es war dann auch so, dass dann geschlossen wurde und das hängt mir auch noch ein bisschen nach und meine Idee war halt damals, also wo wir das Facebook aufgemacht und gegründet haben oder wie auch immer man dazu sagen möchte, dass ich mich vollkommen raushalte. Also dass ich keinen Kommentar schreibe, dass ich auf nichts eingehe, um nicht wieder so eine Situation zu erleben, dass ich irgendwie schlichten muss oder dass Leute sich gegenseitig irgendwie
das wollte ich halt einfach umgehen und deswegen habe ich mich total zurückgehalten. Und dann kam eben das eigentlich durch den Podcast auch so ein bisschen, dass ich gemerkt habe in den Kommentaren, es tut den Leuten gut, wenn sie ein bisschen was von mir hören. Und dadurch, dass jetzt auch kaum außer den Tag der Begegnung sie keine Möglichkeit mehr haben, mich persönlich zu sehen, dass sie auch mal einfach spüren oder lesen können, was mache ich eigentlich. Und das war das, warum ich das dann geschrieben habe. Aber wenn dann sowas eben entsteht, war dann halt gleich in mir, okay, dann lasse ich das lieber. Muss man schauen, wie es... Also nochmal für alle Leute, ich mache das schon immer. Und ich mache das bei Leuten, die die Schritte gehen. Oder bei den Pionieren, also die halt aktuell sind oder die 36 Schritte gehen oder die Samatha-Schritte gehen, Salavana-Schritte gehen. Da habe ich die Erlaubnis. Und da reicht auch nicht, es würde die Erlaubnis alleine reichen, aber es gehört auch eine Absicht dazu. Also ich sehe das ja sofort. Wenn jemand in keiner Absicht ist, dann passiert da auch nichts. Die Frau hat es wahrscheinlich nicht gewusst. Genau. Ja, und auch vielleicht den energetischen Prozess in der Nacht anders gedeutet, als er eigentlich wirklich ist, oder? Ja, das ist halt dann auch das, da haben wir uns auch drüber unterhalten. Das ist natürlich dann auch was passieren kann, wenn ich über meine Arbeit schreibe, über die nächtliche Arbeit, dass Leute dann verwechseln, sie sind dann in der Dualität, nehmen Energie auf und fühlen ein Lichtkörpersymptom oder irgendetwas, was halt in der Dualität passiert und sagen dann, okay, das kommt von den nächtlichen Behandlungen. Ja. Und das stimmt halt nicht, weil die nächtlichen Behandlungen, also ich bin so übervorsichtig, bin ich wirklich bei jedem einzelnen Menschen. Ich glaube, Manchmal ein bisschen zu vorsichtig. Ja, ich weiß. Das wird mir sogar von der geistigen Welt gesagt. Gell? Das habe ich dir auch schon mal erzählt, dass sie sagt, ich könnte ruhig ein bisschen mehr. Ich bin übervorsichtig und ich weiß sofort, wenn irgendwie, ich höre sofort auf oder es geht ja hauptsächlich sowieso nur um Ausgleichen, Erden. Es gibt manchmal Risse im Lichtkörper, die repariert, also die gemacht werden müssen. Oder wenn ich sehe, ein Lichtkörpersymptom ist gerade in der Transformation, dann kann ich da die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Das ist aber nichts, was sich so auswirken würde, wie die eine Frau geschrieben hat. Das gibt es nicht. Das würde ich auch nicht machen. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass die Dualität auch eine Energie ist, die wirkt. Die größte im Moment noch, die uns zu schaffen macht. Ja. Ja? Okay, schön, dass du noch ein bisschen was darüber gesagt hast. Wie ging es dir dann am Festival, Biene? Also ich war so aufgeregt. Wirklich, das ist, also ich kann es gar nicht beschreiben, was da in mir vorgeht. Es geht nie um die Channelings. Da kann ich mich auch nicht vorbereiten und da weiß ich einfach auch nach so vielen Jahren, das sind schöne Channelings. Aber es geht natürlich um die Vorbereitung, habe ich auch schon mal erzählt, mit welcher Geschwindigkeit die Energie bei mir ankommt, was sie mit mir macht, ob ich fähig bin zu sprechen. Und dann natürlich auch die große Frage, gefällt es den Menschen? Ich denke mir dann halt immer, die Leute geben Geld aus, die sparen dafür, die nehmen sich die Zeit, die setzen sich hin, die nehmen viel auf sich und ich möchte einfach ihnen das Schönste bieten, was man bieten kann. Also was in meiner Menschlichkeit möglich ist. Das beginnt mit der Kleidung, weil so oft mein goldenes Kleid erwähnt wurde. Auch da könnte es den Menschen gefallen? Also ich mache mich auch für die Menschen hübsch. Und alles, was da dazugehört, möchte ich für die Menschen gut machen und ihnen eine große, große Freude bereiten. Und das ist meine große Aufregung. Und dann kommt natürlich auch irgendwann eine gewisse Erschöpfung, weil natürlich ein Channeling nach dem anderen, das ist erschöpfend. Das spüre ich aber dann erst, wenn ich daheim bin. Ja. Und ja, dieses Mal war es halt besonders, weil, wie gesagt, die neue Energie und Vergebungsenergie und ich habe es ja auf Facebook geschrieben, es hat noch nie so viel Erwachung gegeben
Also wie bei diesem Festival. Also auf mentaler Ebene. Es gibt ja dieses Erwachen auf 4 Ebenen und auf der körperlichen und mentalen Ebene ist es am schwierigsten. Und am allerschwierigsten auf der mentalen Ebene. Und also ich habe wirklich gestaunt. Also du konntest es schön sehen in den ganzen Lichtkörpern. Also ich könnte auch irgendwann eine genaue Zahl sagen, aber ich denke mal, das bestimmt ein paar hundert oder so. Ich habe noch am Freitag mitbekommen, dass du dann auch sehr aufgeregt warst, ob du es jetzt natürlich gut erklären konntest, Ja. was dir die ganze Zeit da in den Nächten so. Ja. Und es hat sich dann aber schon beruhigt gehabt, ne? Am nächsten Tag hast du dann schon gemerkt, dass das recht gut aufgenommen worden ist. Ja, ich stehe ja eigentlich mitten in der Nacht wieder auf und lies dann schon das erste Feedback. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass die Leute verstanden haben. Und dann war es leichter natürlich. Ja, und dieses Verstehen ist ja auch wichtig, ne? Ja. Für die tieferen energetischen Prozesse. Ja, und dass sie mir auch vertrauen, was da passiert. Mhm. Ja, das ist ja auch noch was. Also Worte sind nicht gleich Worte. Also Worte kann ja jeder Mensch irgendwie, also was könnte ich ja auswendig lernen. Naja, weißt du, wie ich meine? Also es müssen auch Worte sein, wo die Menschen spüren, es ist ehrlich. Sie können mir vertrauen. Also es ist ganz, ganz wichtig, weil ohne Vertrauen, also eine Vergebung ist ganz eng geknüpft mit Vertrauen. Darum sind ja diese 2 Kristalle so miteinander verwoben dann auch, also diese 3 Kristalle. Und das habe ich halt gespürt, dass das der Fall war. Und dann hat es halt so viel Erwachen gegeben. Also das war richtig, richtig schön. Ja, bei mir auch. War schon ein spezielles Festival. Ein sehr spezielles Festival. Und ich muss auch sagen, ich habe auch vorher, das ist auch nicht so einfach mit den Produkten jetzt zum Beispiel. Gell? Viele Menschen, also ich lasse jetzt mal das weg, dass es Menschen gibt, die denken, ich mache es wegen dem Geld. Gell? Das lassen wir jetzt mal weg. Meine Kunden wissen, dass das nicht stimmt. Ich weiß, dass die Menschen sich total darauf freuen, was kommt, was neues Produkt und so. Aber natürlich gibt es auch schon sehr viel und ich wusste ja vorher Kristall, Magenat und so, ja, Kettenanhänger, wir haben schon Ketten, aber ich wusste auch, dass das wirklich wichtig ist und haben ja dann Anhänger gemacht und ich habe den oft wirklich, wenn ich abends, wenn ich schlafen gehe, habe ich ihn nicht am Hals, weil das ist bei mir was, das kann ich nicht so gut. Ich habe ihn dann wirklich in der Hand. Und das ist so ein warmes, schönes Gefühl. Also ist auch für mich selber sehr schön. Ähnlich wie das Prosonodolicht, was ja auch so schön warm ist, ne? Ja, ich überlege gerade, also das Prosonodolicht, der Kristall Mona OH und jetzt Magenat, glaube ich, sind so die Sachen, die für mich so sich am wärmsten und schönsten anfühlen. Und ja. Was war denn dein persönliches Highlight an den 3 Tagen? Kannst du das auf einen Channeling, wo du merkst, das war jetzt das Berührendste oder das ist das, wo am meisten passiert ist? Ich fand am Sonntag das Jesus-Channeling. Fand ich sehr berührend. Ich fand überhaupt den Sonntag sehr, sehr intensiv. Also der war nochmal ein Stück intensiver wie der Samstag. Also normal ist es ja andersrum. Der Freitag ist mittlerweile immer der stärkste Tag, weil dort eigentlich kann man es am leichtesten erklären, dass man sagt, diese Anfangsenergien, also diese Stammenergien, die werden alle am Freitag runtergebracht. Und Samstag baut sich das dann alles auf diesen Energien auf. Und Sonntag baut sich es auch noch auf, aber dann geht es mehr ins Ausgleichende, in die Einbettung, so in diese Richtung könnte man sagen. Und diesmal war es anders. Also diesmal war der Samstag eher ausgleichend und ging in die Einbettung und der Sonntag war nochmal so richtige Energieausschüttungen und also ich fand den Sonntag sehr, sehr stark. Ja. Und wie war es dann am Sonntagabend, als alles vorbei war? Soll ich es sehr ehrlich sagen? Weiß ich nicht. Nee, ich bin ja immer ehrlich, aber das hört sich so profan an. Ich habe mich von euch verabschiedet, bin mit Heiko ins Auto gegangen
Und Heiko hat mich angeschaut und hat gesagt, Eis? Und ich habe gesagt, ja. Und dann sind wir zur Eisdiele gefahren und dann habe ich 3 Kugeln Eis gegessen. Und dann sind wir heimgefahren und ich bin sofort eingeschlafen. Ja. Ich weiß nichts mehr. Und habe auch in der ersten Nacht nicht gearbeitet. Also ich war vollkommen, wie bewusstlos. Also ich weiß das Eis noch. Und das war ungefähr dann so eine Stunde Fahrt. Und dann, Heiko hat dann noch so gesagt, wollen wir noch was essen und so. Oder irgendwie, das weiß ich, ich habe nichts mehr gegessen. Ich weiß nichts mehr. Bin am nächsten Tag in der Früh irgendwie um 4 oder um 5 oder ich weiß nicht mehr genau aufgewacht. Und dann die 3 Nächte drauf habe ich gearbeitet. Nochmal. Was hast du da gemacht? Also ich habe geschaut, ob die Energien alle gut eingebettet sind, habe eben das Erwachungspotenzial gesehen, also was da geschehen ist, habe geschaut, ob alle gut geerdet sind, ob alles ausgeglichen ist, ob alle Lichtkörper gut, ob kein Riss gegeben hat, ob die Vernetzungen, ob das alles gut gestimmt hat, dass auch der trennt sich ja irgendwann wieder der Lichtkörper. Kollektive Lichtkörper, ja. Das habe ich mir angeschaut und habe dann noch einzelne rausgezogen, habe mir dann noch angeschaut, wie das Erwachen stattgefunden hat und was zum Erwachen geführt hat und solche Dinge. Ja, du sagst 3 Tage, aber eigentlich machst du doch die letzten Tage immer noch etwas zwischendurch, oder? Ja, immer. Aber das ist ja meine tägliche Arbeit, Benni. Aber noch aufbauend auf die Festivalenergie. Ja, das geht jetzt auch noch weiter, weil jetzt nächste Woche ja schon wieder Schritt ist. Es geht jetzt immer so weiter, aber grundsätzlich ist ja das meine Tagesarbeit, einfach das Energetische halt zu machen. Ja. Geht bei der Tagesenergie los und kennst du es ja. Ja, ich glaube, ich kann im Namen aller sprechen. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Festival, Biene. Das war danke. Außergewöhnlich schön. Ja, Ananascha. Und heute immer noch so intensiv spürbar. Also ich habe das auch selten gehabt. Aber auch da, Benni, ist ja, das habe ich heute früher auf Facebook geschrieben. 1000 Ananaschas reicht nicht aus. Für das, was ich empfinde, wie viel Liebe die Menschen geschrieben haben. Es ist nicht nur das Feedback, sondern die Liebe auch zwischen den Zeilen. Ich spüre das ja. Und ohne diese Menschen gäbe es kein Festival. Da könnten 5 tolle Medien da sitzen, wenn die Menschen nicht da wären. Und deswegen ist es einfach auch so, dass ich ihnen das einfach das Schönste schenken möchte, was es, schenken im Sinne mit jeder Vorbereitung, mit jedem Wort, mit jeder Geste, und das mache ich auch. Ich bin voll im Fokus auf diese Lichtfamilie in der Zeit und ja, die sind einfach so toll. Die sind so richtig, richtig toll, Benni. Ja, es ist unglaublich. Ja, es sind wirklich tolle, tolle Menschen. Ja. Unsere Lichtfamilie, das ist wirklich von der Hausfrau bis zum Direktor, von einer Lehrerin bis hin zu, keine Ahnung, ein Kaminkehrer, und alle stehen im Leben. Weißt, jeder hat so, das fasziniert mich richtig, richtig. Was schön Geerdetes. Ja, so, sie wissen, um was es geht und leben ihr Leben in ihrer Familie. Ich bin da oft sprachlos. Das ist wirklich, wirklich toll. Ja. Ja, wirklich. Unglaublich. Soll ich dir noch schnell was erzählen? Ja, bitte. Ich habe mich jetzt vorgestern mit meiner Freundin getroffen. Das ist eine Freundin, die sehe ich selten. Die wohnt nicht hier und ist aber eine gute Freundin von mir. Gell? Und die glaubt das nicht. Die ist einfach nicht spirituell und sie
sagt, nein, das kann sie nicht glauben. Und hat sich zum Tag der Vergebung angemeldet. Und dann hat sie mir erzählt, hat sie gesagt, weißt, Biene, wenn man dich so gut kennt, wie ich dich kenne, und dann sehe ich dich da sitzen und reden, und dann höre ich bei einem Channeling, was da gesagt wird, da gibt es ja gar keine Frage mehr. Natürlich glaubt man das. So ist es tatsächlich. Ist süß, gell? Ja, voll. Ja. Und ihr Mann hat alle Schritte gemacht, Pionierschritte. Ja, also das wollte ich jetzt nur mal erzählen, dass es auch sowas gibt. Gell? Ja, schöne Anekdote. Ja. Gut. Ja, schön. Dann, liebe Biene, danke für den heutigen Podcast. Und Ja, sehr gerne, Benny. freue mich Schön, auf den dass du da nächsten. bist. Ja, ich mich auch.